In dem folgenden Video möchte ich gerne das Thema Rollen- und Rechtekonzept in EPOS-Server darstellen. Dazu habe ich mich jetzt schon mal im WebUI an dem EPOS-Server angemeldet. Wie Sie sehen, bin ich hier jetzt mit einem User-Admin angemeldet. Nach der Installation gibt es immer mindestens den Nutzer-Admin, der entsprechend Administrationsrechte hat, um eben auch andere Benutzer anlegen zu können und Berechtigungen zu vergeben. Mit diesem User-Admin habe ich eben auch die Berechtigung, User-Management durchzuführen. Wir sind jetzt hier in dem entsprechenden Menü drin. Der Default-User, der hier angelegt wird bei der Installation, ist eben Admin mit den Rollen Administrator. Das heißt, er hat alle Administratorrechte, heißt User anlegen, Rolle anlegen, eben das Customizing von einem EPOS-Server durchzuführen. Und er hat auch eine R-User-Rolle, das ist auch eine Default-User-Rolle, die mit ausgeliefert wird, die ihn berechtigt, sämtliche Jobs der unterschiedlichen Jobtypen auch benutzen zu können. Wenn Sie standardmäßig den EPOS-Server benutzen und sagen, Sie brauchen kein granulareres Konzept, wie eine Unterscheidung zwischen einem Admin, der eben jetzt auch noch Berechtigungen vergeben kann, und den normalen Benutzern, die eben Jobs ausführen können, dann reicht das. Das heißt, Sie können einfach hergehen und sagen, ich lege mir hier einen Benutzer an, der eben mit der User-Rolle auskommt. Heißt, der darf sämtliche Jobs bearbeiten und so weiter. Schauen wir uns mal an, was sich hinter den beiden Rollen verbirgt. Die Rollen werden hier in dem Menüpunkt Role Management angezeigt. Hier finden Sie einige vordefinierte Rollen. Wie gesagt, primär werden diese R-Administrator und R-User genutzt. Daneben sind noch einige andere angelegt, primär um jetzt einzuschränken, ob in dem entsprechenden Jobtyp wirklich komplette Rechte gegeben werden auf die Jobs oder ob derjenige, der diese Rolle bekommt, eben nur einen Chatlauf machen kann. All diese Rollen, die Sie hier sehen, sind vordefiniert. Die können nicht geändert werden, aber Sie können natürlich jederzeit eine solche Rolle kopieren und dann an Ihre Bedürfnisse anpassen. Und das machen wir jetzt mal. Wir nehmen jetzt eine bestehende Rolle und kopieren jetzt mal das Berechtigungsset darunter und sagen, okay, das soll jetzt eine Rolle werden, die berechtigt, dass man das Reporting durchführt, dass man EPOS nur die Info-Apps machen kann, aber sämtliche Blue Copy Jobs machen kann. Und entsprechend den Passwort-Safe dazu, Reporting Apps, das ist die Beschreibung dazu. Machen wir dann noch Info-Apps draus. Sie sehen jetzt hier schon, alles, wo ich jetzt eben entsprechend anhake, die Berechtigungen habe ich. Wir wollen ja nur, dass das hier für Blue Copy ist und nicht für Blue Clone oder für Blue Client Copy. Heißt, ich sage, okay, für beide Jobtypen Blue System Copy und für EPOS soll der entsprechende User Berechtigungen erhalten, komplette Rechte auf die Jobs bekommen. Auch da könnte ich natürlich noch einschränken, dass ich eben Jobs nicht berufen darf, eben auch bestimmte Attribute nicht habe. Sie darf zum Beispiel auch nicht archivieren. Auch das könnte ich hier granular einstellen. Wir sagen mal, wir dürfen hier alles, inklusive, dass ich sie auch bis Produktivlauf machen darf und den auch sogar noch schedulen darf. Passwort-Safe nehmen wir auch mit dazu. Das denke ich mal macht Sinn, dass auch die Berechtigung bleibt für die Systeme, die ich da mir anschauen will. Hier sehen Sie jetzt die Kategorie, alles was jetzt eben EPOS-User betrifft. Das wollen wir natürlich nicht geben. Wir wollen auch diese Rolle nicht das Recht geben, dass es andere Rollen generieren kann, auch Gruppenrechte vergeben. Gruppen dienen im EPOS-Server dazu, dass sie Berechtigungen vergeben können auf der Folder-Ebene. Wenn Sie den Jobtyp Blue Copy oder EPOS anschauen, dann haben Sie ja immer den Einstiegsknoten und können darunter eben entsprechend Ordner anlegen, um so ein bisschen Ihre Jobs vielleicht zu sortieren oder jetzt auch aufzuteilen auf unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Kunden, whatever. Und können dann aber auch sagen, okay, nicht jeder darf jeden Folder sehen und können diese Rechte über Gruppenrechte dann vergeben. Dann gibt es noch eine Kategorie mit so unterschiedlichen Sachen, was man eben jetzt hier noch mit auswählen kann. Man kann jetzt Recht vergeben, dass ich sehen kann, welche Jobs gerade laufen auf dem EPOS-Server. Das können wir jetzt mal einfach sagen, das will ich hier nicht. Ich will auch nicht, dass hier irgendwelche Sachen abgedatet werden können auf dem EPOS-Server. Das will ich dieser Rolle auch nicht geben, das Recht. Reporting will ich haben, damit ich da wirklich auch das machen kann. Ich kann jetzt sogar noch hier einschränken auf entsprechend Domänenebene und sagen,
okay, diese Berechtigung ist eben nur für eine bestimmte Systemzuordnung. Das heißt, ich könnte hier auch speziell Hosts einpflegen oder auf Domänenebene zu unterteilen. Ist manchmal vielleicht so, wenn Sie für andere Dienstleistungen für andere Kunden machen, dann gibt es vielleicht den einen Mitarbeiter, der halt nur die Kunden von dem einen und die Systeme von dem anderen Kunden betreuen darf. Und dann kann man das auch hier jetzt auseinandersteuern und sagen, okay, die Berechtigung ist hier jetzt wirklich nur für die Domäne gegeben. Wir haben ja gesagt gehabt, wir wollen jetzt nicht, dass ich hier irgendwas automatisieren darf, sondern nur alles, was Reporting betrifft, soll der entsprechende Kollege hier machen dürfen. Ich könnte es hier noch runterbrechen auf die einzelnen Apps. Das sage ich jetzt mal, ist mir egal, aber ich sage hier eingeschränkt, Automation darf ich nicht, aber auf Info-Apps. Das heißt, diese Rolle hat wirklich alle Berechtigungen für auf Job-Ebene, aber eben im EPOS-Umfeld noch eingeschränkt und eben hier auch noch wirklich auf eine Domäne eingeschränkt. Jetzt habe ich die Rolle angelegt. Jetzt kann ich natürlich hier gehen und sagen, okay, ich lege hier noch einen Benutzer an, der genau diese Rolle bekommt. Also der bekommt nicht mehr diesen vollen Zugriff mit oder so viel Zugriff wie der User, sondern ist eben jetzt hier eingeschränkt. Kann ich das hier mal machen? So, das Ausrufezeichen ist, weil das Passwort eben hier abläuft und dann entsprechend auch geändert werden muss. Also, wir schauen uns jetzt zunächst mal den Standardbenutzer an, der die klassische User-Rolle bekommen hat. Da melden wir uns mal kurz an mit dem User. Das heißt, wir hatten ja hier gesagt gehabt, er darf eben alle Jobtypen machen. Er darf sowohl Automation als auch Reporting machen. Er kann hier in das Reporting auch mit reingehen, kriegt wenn die entsprechende Lizenz da ist, eben auch das angezeigt, kann den Passwort-Safe mitnehmen, sieht auch welche Jobs gerade laufen auf der Maschine, hat im Prinzip voll Zugriff auf das ganze System. Jetzt melden wir uns mal mit dem anderen User noch an, damit wir da noch mal den Vergleich sehen. Und hier sieht man schon, es wurde ja nur ausgewählt, dass eben Blue Copy gemacht werden darf und im EPOS eben alles, was nur zu Reporting gehört, heißt, wir dürfen lesenden Zugriff auf die Maschine, aber sowas wie ein Kernel-Update, Parameter setzen, ist jetzt diesem Benutzer mit der Berechtigung nicht möglich, weil das Recht hat er nicht bekommen. Ins Reporting darf er reingehen, er darf hier jetzt sämtliche Informationen abgreifen. Auch dafür ist die Lizenz mit da. Passwort-Safe darf er anpassen, genau. Job-Scheduling, er kann ja klar seine eigenen Jobs noch mit einplanen. Ja, das war ein kurzer Abriss, wie eben das Rollen- und Rechte-Konzept in EPOS-Server umgesetzt